So, hallo, ich bin wieder da und nun habe ich das auch schon weiter gehäkelt, was ich häkeln wollte. Und zwar sind das jetzt ab dem Bund, also ab hier, genau, zeige ich euch. Ab hier wird das ja bei diesem Pulli gemessen. Das sind dann 33 cm, also 23 Reihen. Für mich war das einfacher, in Reihen das abzuzählen, weil man dieses Netzmuster doch ganz schön dehnen kann. Deswegen fällt das nachher auch so ein bisschen locker. Also wir haben jetzt 33 cm gehäkelt, ab Bund. Und nun teilen wir die Arbeit hier oben in der Mitte, weil wir ja jetzt den V-Ausschnitt häkeln wollen. Wir häkeln also erstmal eine Seite bis zur Mitte und da nehmen wir in jeder Reihe ab. Die Seite bleibt so. Also wir häkeln jetzt 7 Reihen Abnahmen, 10 cm ungefähr, dann markieren wir die Armausschnitte wieder, aber hier machen wir an der Seite gar nichts. So, wir häkeln hier den V-Ausschnitt, das heißt, in jeder Reihe nehmen wir ab. Die ersten 4 Reihen, da nehmen wir je 2 Maschen ab und dann 16 mal je eine Masche. So, und das zeige ich euch jetzt, das machen wir dann halt so, dass wir die Luftmaschen weglassen und ja, die Stäbchen bleiben so weit stehen, bis wir beide Luftmaschen weggenommen haben, dann nehmen wir auch das Stäbchen weg. Also wie gesagt, wir häkeln jetzt erstmal 7 Reihen Abnahmen und zwar in jeder Reihe. Das heißt, hier an der Seite wieder 3 Luftmaschen, da ändert sich ja nichts. Und dann erstmal bis zur Mitte. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt 15 Doppelpärchen gehäkelt. Das ist genau die Hälfte. Und nun müsste ich in dieser Reihe 2 Maschen abnehmen. Und zwar mache ich das so, dass ich die letzte Masche wieder aufmache und die beiden Luftmaschen wegnehme. So, dann habe ich 2 Maschen abgenommen. Das letzte Stäbchen und 3 Anfangsluftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und dann wende ich und nun soll ich ja wieder 2 Maschen abnehmen. Das heißt, das eine Stäbchen fällt jetzt weg und ich häkel jetzt in dieses nächste Doppelpärchen ein Stäbchen und nur eine Luftmasche, weil ich ja 2 abnehmen soll, und ein Stäbchen. So, nun häkel ich die Reihe ganz zu Ende im Netzmuster. Das gleiche mache ich dann noch bei den nächsten beiden Reihen. Ich sollte mir das vielleicht mal aufschreiben. Also erste Reihe 2 Maschen abgenommen, zweite Reihe 2 Maschen abgenommen. Jetzt kommt noch die dritte und die vierte und dann noch 16 mal eine Masche abnehmen. So, jetzt nähern wir uns wieder der V-Ausschnittspitze und jetzt zeige ich euch noch mal ein Beispiel für die Abnahme. Also ein bisschen näher ran. Hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon richtig erkennen kann.
Das ist ja hier die Gerade und hier entsteht der V-Ausschnitt. So, wir kommen jetzt hier an. In unserer dritten Reihe haben wir hier jetzt unser letztes Doppelstäbchen. Da gehen wir rein, häkeln ein Stäbchen, also wir sollen ja 2 Maschen abnehmen, das heißt, wir häkeln jetzt die beiden Luftmaschen nicht, sondern häkeln ein Stäbchen und sind mit dem Doppelstäbchen jetzt durch. Wir haben 2 Maschen abgenommen. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen als Ersatz für das nächste Stäbchen, drehen um. Da haben wir schon das erste Stäbchen von einem Doppelstäbchenpaar. Und nun kommt hier die 4. Reihe. Da sollen wir ja wieder auch 2 Maschen abnehmen. Und da haben wir jetzt ein Stäbchen und wir haben noch keine Masche abgenommen. Also wir haben das zweite Stäbchen lassen wir weg. Dann haben wir eine Masche abgenommen. Und dann lassen wir hier im nächsten Doppelstäbchen eine Luftmasche weg. Dann haben wir 2 Maschen abgenommen. Also gehen wir schon gleich in das nächste Stäbchenpaar und machen ein Stäbchen. Nun machen wir nur eine Luftmasche und ein Stäbchen dazu. Jetzt haben wir ein Doppelstäbchen und haben eine schöne Schrägung. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Die nächsten 16 Reihen sind so, dass wir nur eine Masche jeder Reihe abnehmen. Wir haben jetzt schon eine deutliche Schrägung erreicht. Nun sage ich dazu, dass wir den Ausschnitt mit 4 Reihen festen Maschen umhäkeln werden als Bündchen. Und da ist es so, dass wir in jeder Reihe, also nach jeder Reihe, die Richtung wechseln, damit es eben halt schöner aussieht. So, da kommen wir aber noch zu. Jetzt machen wir halt erstmal die Schrägung und hier sieht sie eigentlich schon ganz schön gerade aus. Und diese kleine Ecke, die wird dann später auch weg sein, wenn wir das mit festen Maschen umhäkeln. Wenn wir die zweite Schrägung machen, können wir uns natürlich an der ersten Schrägung orientieren. Gut, wir häkeln jetzt die Reihe noch zu Ende und dann fangen wir an mit den 16 Reihen. So, ich habe noch was vergessen zu erwähnen, und zwar diese 7 Reihen, die wir jetzt häkeln, sind nicht die gesamte Länge des Ausschnittes. Es ist nur der Zeitpunkt, wo wir hier die Armausschnitte markieren. Wir nehmen natürlich weiterhin hier am Armausschnitt ab und erst bei einer Maschenzahl von 37 haben wir eigentlich das Ziel erreicht und die restlichen 37 Maschen sind für die Schultern und wir häkeln halt so lange weiter dann, bis wir die gleiche Höhe erreicht haben wie das Rückenteil. Das Rückenteil war ja 63 cm insgesamt an der Höhe ab der Blende. Also wir häkeln 16 mal eine Masche ab jetzt. Und bei 37 Maschen, wir zählen die natürlich einzeln dann, nicht die Pärchen. Und diese einzelnen, also ein Pärchen sind ja immer 4 Maschen. Wir haben für eine Seite 15 Pärchen, 31 Maschen. Genau. So, zeige ich mich gleich nochmal, wenn ich die Armausschnitte mache, dann könnt ihr das ein wenig besser sehen und auch verstehen, was ich meine. Also bis gleich. So, hallo, jetzt bin ich wieder da und zwar wollte ich euch jetzt nur mal zeigen, dass ich jetzt fertig bin mit den Abnahmen für den V-Ausschnitt. Habe hier dann die Markierung für die Armausschnitte gemacht. Ich
Ich bin jetzt in der Reihe fertig geworden mit den Abnahmen und lege jetzt das Rückenteil da drauf. So, und zwar hier. Und jetzt sehe ich hier, fehlen noch 2 Reihen. Das heißt, ich häkel jetzt noch 2 Reihen und dann häkel ich die andere Seite vom V-Ausschnitt. So, das Vorderteil ist fertig. Diesen wunderbar großzügigen V-Ausschnitt. Die Schultern zusammen häkeln. Im Anschluss mache ich den V-Ausschnitt mit 3 runden festen Maschen.